Hallo Modelleisenbahnfreunde, ich möchte euch heute hier wieder auf meinem Modellbahnkanal begrüßen zur Juli-Ausgabe mit Bauupdates, Neuheiten und am Schluss noch ein Fahrvideo. Zu den Bauneuheiten. Ich habe am Gleis 1 und 2 auf der linken und rechten Seite noch einen weiteren Oberleitungsmast gesetzt. In dem Fall handelt es sich um einen Gittermast mit Rohrausleger und Spannwerk bzw. Doppelspannwerk. Das Doppelspannwerk ist allerdings nur so weit aufgebaut, dass im Prinzip die Halterung dran ist mit den Haltern für das eigentliche Spannwerk. Die Räder und die Federn und die Gewichte werden erst dann eingebaut, wenn die Oberleitung dann auch mit aufgebaut wird, parallel dazu. Die Masten mit den Rohrauslegern waren notwendig, weil die Mittelmasten an der Stelle keinen Platz mehr gefunden hätten, weil wir zu nah an den Weichen dran sind und vor allen Dingen mussten da für die Weichen da noch weitere Oberleitungen mit eingezogen werden, die dann auch abgespannt werden müssen. Deswegen sitzen da jetzt Gittermasten mit, wie gesagt, Rohrauslegern und Doppelspannwerke. Werden wir jetzt gleich aber auch noch näher betrachten. Zum Bau der beiden Masten mit Querausleger und Abspannung werden zum einen die beiden 1:1 Ausdrucke der Oberleitungsplanung benötigt. Weiterhin werden benötigt von Firma Sommerfeld 2 Stück Turmmast 140 mm mit Artikelnummer 125, 2 Stück Doppelradspannwerk mit Artikelnummer 176, 4 Stück Ausleger mit Artikelnummer 152, 4 Stück Leichtbauseitenhalter mit Artikelnummer 174, 1 Stück Rohrausleger mit Artikelnummer 178, weiterhin noch Lötöl mit Artikelnummer 082. Um das Ganze nicht unnötig in die Länge zu ziehen, habe ich an manchen Stellen das Video in den Zeitraffer-Modus gestellt. Es wird dann oben in der Ecke angezeigt. Zunächst wurden die Turmmasten entnommen. Als nächstes kamen die Rohrausleger an die Reihe. Da jeweils nur ein Gleis überbrückt werden soll, reicht ein Rohrausleger für 2 Masten. Zunächst muss die Länge des Auslegers angezeichnet und dann mit einer Säge abgelenkt werden. Nach dem Zuschnitt muss als erstes an den zweiten Ausleger die Befestigungslasche angelötet werden. Anschließend werden die Ausleger mit Lötöl bestrichen, aufgeschoben und fest gelötet. Im nächsten Schritt werden dann die Rohrausleger an den Turmmasten mit den Laschen befestigt. Als nächstes wurden jetzt die Halteseile eingelötet. Leider hatte ich die Kamera dabei nicht eingeschaltet. Danach wurden die Ausleger aufgebaut. Hierbei werden die Ausleger für den Mast und für vorne unterschiedlich vorbereitet. Bei den Ausleger für vorn werden die Befestigungslaschen abgeschnitten und die Ausleger mit dem Rechteckloch aufgeschoben und verlötet. Bei den Ausleger am Mast
wird das Rechteckloch abgeschnitten und die Ausleger mit den Laschen befestigt. Danach wurden die Leichtbauseitenhalter wie im Plan vorherbestimmt mit Klebestreifen befestigt, mit Lötöl eingestrichen und angelötet. Die Ausleger wurden dann noch entsprechend eingekürzt. Anschließend wurden alle blanken Teile des Rohrauslegers und der Befestigungslaschen in der Mastfarbe lackiert.
Zum Schluss erfolgte noch die Vormontage des Doppelradspannwerkes. Dazu wurden zunächst die nicht benötigten Teile in einer Box aufbewahrt. Dies sind die Spannräder, Seile, Gewichtsattrappen und Zugfedern. Danach wird zunächst der untere Halter am Mast befestigt, dann der kürzere Halter für den Fahrrad eingeschoben und mit dem oberen Halter befestigt. Danach noch einmal das gleiche mit dem längeren Halter für das Tragseil. Danach wurden die beiden Turmmasten an ihrem Standort aufgebaut und die Fläche darum mit Sand aufgefüllt. Bei den Neuheiten hat sich in diesem Monat nicht viel getan. Mein Modellbahnhändler hat im Moment das Geschäft geschlossen wegen Urlaub und aus dem Grund ist auch nichts Neues mehr eingetroffen. Allerdings waren jetzt noch ein paar Wagen vorhanden, die ich noch nicht gezeigt hatte. Unter anderem geht es um die Museumswagen aus dem Jahr 2024 und 2023, die ich noch beschafft habe, und die beiden Katalogwagen von 1929 und 1930, die jetzt von Märklin angeboten werden mit dem erhabenen Druck. Dann habe ich auf der Messe in Dortmund einen Erinnerungswagen mitgenommen mit Dortmunder Union Bier Aufdruck, und da ich jetzt 25 Jahre im Insider Club dabei bin, gab es noch das Geschenk dazu, beziehungsweise den Wagen, den man dazu kaufen kann, mit der Bitflasche drauf, der jetzt hier auch zu sehen ist. Hier der Museumswagen 2024 mit Artikelnummer 48124, ein zweiachsiger Güterzug-Gepäckwagen als Privatwagen der Firma Carl Zeiss mit einem VW T1 Bulli, ebenfalls mit der Werbung für Firma Zeiss. Als nächstes der Museumswagen 2023 mit Artikelnummer 48123, ein zweiachsiger Schiebedach-Schiebewandwagen mit längsseitiger Werbebeschriftung, als Privatwagen der Firma Andreas Stihl, Maschinenfabrik Waiblingen-Neustadt, eingestellt bei der Deutschen Bundesbahn. Dazu ein Pkw Opel Rekord P2 Caravan als Firmenwagen der Firma Stihl. Die nächsten beiden Wagen gehören zu der neuen Serie Katalogwagen und haben die Artikelnummer 45900 und 45901. Es sind jeweils Kühlwagen, die mit den Katalogbildern der Jahre 1930 und 1931 bedruckt sind.
Für die 15-jährige Clubmitgliedschaft im Märklin Insider Club konnte der vierachsige Karbidflaschenwagen mit Artikelnummer 48253 erworben werden. Beladen ist der Wagen mit einer abnehmbaren Karbidflasche mit Werbeaufdruck für den Insider Club. Als letztes noch der zweiachsige Bierkühlwagen Dortmunder Union Bier mit Artikelnummer 48644, der an der Intermodellbau 2024 zum Kauf angeboten wurde. So, das war's wieder für dieses Video. Es folgen jetzt noch einige Fahrszenen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und Kommentare. Kritik dürft ihr gerne auch in die Kommentare schreiben. Über ein Abo befreue ich mich ganz besonders. Viel Spaß noch, euer Weppel.